erstmal gibt es so eine Art Plateauphase. Ja. Das Viruslast bleibt so hoch und dann ist man ansteckend. Und dann geht er runter. Ja. So. Und dann ist eine Schwelle, wenn er unter diese Schwelle fällt, ist man wahrscheinlich nicht mehr ansteckend, ist nicht mehr genug da. Ja. So. Und diese Auswaschphase ist bei Geimpften kürzer als bei Ungeimpften. Ja. Aber die Plateauphase ist gleich lang. Das ist Aha. so eine Studie aus Singapur, die hat das gezeigt. Das heißt, es stimmt zwar, dass die Viren bei den Ungeimpften länger in der Nase verbleiben als bei den Geimpften. Das stimmt. Aber das ist eigentlich nicht die Frage. Die Frage ist, wie lange ist er ansteckend? Und da ist der Unterschied wesentlich geringer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Marc spricht mit. Heute Paul Cullen. Paul, schön, dass du da bist. Danke, Marc. Vielen Dank für die Einladung. Ja, gerne. Professor Dr. Med Paul Cullen wurde in Dublin geboren und hat auch in Dublin studiert. Es folgten Stationen in Hannover, Münster und London, wo er unter anderem auch am King's College ein Studium der Biochemie absolvierte. Paul Cullen ist Internist, Labormediziner und Molekularbiologe. Derzeit leitet er ein großes medizinisches Labor in Münster in Westfalen und ist Professor für Laboratoriumsmedizin an der Westfälischen Wilhelms-Universität. Außerdem hält er viele Vorträge und hat 250 wissenschaftliche Artikel schon publiziert und mehrere Bücher geschrieben. Ich würde sagen, er ist ein wahrer Experte, wenn es um das Thema unter anderem natürlich Corona geht. Paul, ihr macht auch PCR-Tests, oder? Ja. Wie viel macht ihr momentan? Also derzeit machen wir ungefähr 3.000, 3.500 am Tag. Okay, und du hast vorhin im Vorgespräch schon eine interessante Geschichte erzählt aus Passau von Kollegen. Ja. Was ist da vorgefallen? Ja, also wir haben jetzt in Münster ungefähr eine Positivitätsrate von 10%. Aber in Bayern haben wir Positivitätsraten im Moment um die 30%. Okay. Also sehr, sehr hohe Inzidenzen, ja. Ja, okay. Ja, du bist ja Wissenschaftler, Mediziner, aber auch natürlich Mensch und Bürger dieses Landes, beschäftigt sich intensiv mit der Corona-Pandemie. Hast da auch ein paar kritische Punkte und du hast die 10 Thesen veröffentlicht der Universität Duisburg und Essen. Vielleicht können wir so starten. Okay. Da ging es um den PCR-Test. Es ging um den PCR-Test bezüglich, dass er nicht als Grundlage für die Maßnahmen der Politik hergeleitet werden oder herangenommen werden kann. Kannst du da kurz uns erzählen oder mitnehmen, was da passiert ist? Ja, also wir haben in unserem Labor die Performance, wie man sagt, also die Aussagekraft der PCR-Untersuchung auf Corona ausgewertet. Ja. Es ist ja so, ich glaube schon, dass es das Virus gibt und im Gegensatz zu vielen glaube ich nicht, dass dieser PCR-Test ein schlechter Test ist. Jetzt muss ich gleich unterbrechen. Du glaubst schon, dass es das Virus gibt? Also gibt es da Zweifel dran? Ja, da gibt es natürlich in den sozialen Medien viele Menschen, die überhaupt an der Existenz des SARS-CoV-2-Virus. Okay, aber nicht in der Wissenschaft. In der Wissenschaft ist das Konsens, dass es das Virus gibt. Man sagt, man hat das Virus nie in Reihenform isoliert. Das stimmt zwar, aber das gilt für andere Viren auch. Ja. Und die Nachweise, die erbracht sind aus meiner Sicht durchaus ausreichend, dass es dieses Virus gibt und diese Varianten auch gibt. Dass die Sequenzierungen stimmen und so weiter, das glaube ich schon. Und dass der PCR-Test hat zwar einige vielleicht Schwächen, aber das gilt für alle labormedizinischen Untersuchungen. Der ist eigentlich recht gut in einer Hinsicht, dass in den Zeiten, wo wir sehr niedrige Inzidenzen haben, ist der Test in sehr seltenen Fällen positiv gewesen. Ja. Das heißt, dass er schon, wenn er positiv ist Virus-RNA erstmal anwesend. Das muss man schon sagen. Also es ist kein so schlechter Test. Der Fehler liegt aus meiner Sicht darin, wie er angewendet wird. Ja. Also es ist ja so, bei jeder Laboruntersuchung, die Wertigkeit der Untersuchung oder der Aussage, wir nennen das die positive Vorhersagekraft einer Untersuchung. Was ist die Wahrscheinlichkeit, wenn das Testergebnis positiv ist, dass der Patient tatsächlich krank ist? Ja. Das ist eigentlich die Frage, die wir beantworten wollen. Und das hängt viel mehr interessanterweise von der Art und Weise, wie ich meine
Patienten untersuche oder wie ich das Kollektiv, das zu untersuchende Kollektiv aussuche, als von dem technischen Performance des Tests. Also ein Beispiel, Schwangerschaftstest. Ja. Der Schwangerschaftstest ist ein sehr guter Test, aber wir können jetzt, ich weiß nicht, Schalke feiern, wir gehen auf Schalke. So, wir sind auf Schalke und wir haben jetzt eine Firma, also Friedrich Kullen Schwangerschaftstest. Und das wollen wir jetzt testen. Und wir gehen dann in der Pause und lassen dann, sage ich mal, 30.000, 40.000 Männer einen Schwangerschaftstest machen. So, wenn wir das machen, wir werden am Ende des Tages vielleicht 300, 400 Männer haben mit einem Schwangerschaftstest, positiven Schwangerschaftstest, aber keine schwangeren Männer. Echt? Sicher? Heutzutage Diversität ja, und so? Das kann natürlich, aber solche Fragen müsste man sich dann stellen, weil ein Mann kann ja nicht schwanger werden. Also gut, das muss man zurücknehmen heute, aber es ist sehr unwahrscheinlich, dass die Männer wirklich schwanger sind. Aber trotzdem haben wir ein paar hundert Teste. Ist der Schwangerschaftstest schlecht? Nein. Wenn ich jetzt denselben Schwangerschaftstest nehme und ich habe eine junge Frau und die hat regelmäßig Geschlechtsverkehr und hat seit einigen Wochen ihre Tage nicht gekriegt und in diese Situation ist der Schwangerschaftstest positiv, dann ist diese Frau mit fast 100%iger Sicherheit schwanger. Der Test ist ja nicht besser geworden, sondern wir haben das angewendet in einem Kollektiv, in einer Gruppe oder an einem Menschen, für den dieses Test geeignet ist. Ja. Wenn ich jetzt eine völlig unselektierte oder, sage ich mal, ein falsches Kollektiv untersuche, dann werde ich auch positive Ergebnisse finden. Aber es könnte zum Beispiel ein Mann sein, es gibt zum Beispiel einige Lungentumoren und die bilden Hormone. Okay. Und die Grundlage für den Schwangerschaftstest ist der Nachweis eines bestimmten Hormons, Beta-HCG. So, der Mann hat Beta-HCG in seinem Blut. Dann also der Test ist, aber er ist nicht schwanger, sondern er hat leider einen Lungentumor. Und genauso ist es, wenn ich jetzt eine PCR-Untersuchung, die gedacht ist als diagnostische Untersuchung, die wir auch für andere virale Erkrankungen haben, zum Beispiel Hepatitis oder so. Und wenn ich das in einer Gruppe anwende in sehr große Zahl, die vollkommen asymptomatisch sind, wo die vorherige Wahrscheinlichkeit, das ist der mathematische Begriff, dass dieser Mensch tatsächlich krank ist, sehr gering ist, dann ist die Aussagekraft des Testes schlecht. Und das gilt für alle Tests. Genau. Wie funktioniert denn der PCR-Test? Ja, der PCR-Test funktioniert so, dass es entwickelt worden, den muss ich hier benennen, von Kary Mullis, aus meiner Sicht ein Genie, ein Surfer aus Kalifornien. Und der hat das erklärt, der war einmal am Zurückfahren vom Strand und er hat beobachtet, es hat geregnet und er hatte, glaube ich, einen Toyota Corolla oder so und hat beobachtet, wie die Regentropfen zusammen, 2 Regentropfen kamen zusammen und dann 2 und würden immer mehr, bis es zu einem Rinnsal kam. Und das hat ihn auf die Idee gebracht, dass man kleine Spuren von DNA mit Enzymen vermehren kann. Und man hat eine Ausgangssequenz, nennen wir das so. Und das wird erstmal verdoppelt. Es gibt eine bestimmte Methode, hat man 2. Und diese 2 werden verdoppelt und dann hat man 4. Und dann hat man 8, 16, 32 und so weiter. Und jede Verdoppelung nennt man einen Zyklus. So. Und weil das dann letztlich eine logarithmische Vergrößerung ist, hat man dann nach einer bestimmten Anzahl von Zyklen so viele Moleküle, dass sie sozusagen auf der makroskopischen Ebene darstellbar sind. So. Wie funktioniert es jetzt mit dem SARS-CoV-2-Nachweis oder mit anderen? Das ist so, wir nehmen eine Probe zum Beispiel aus der Nase und das wird dann, diese Erbsubstanz des Virus wird vermehrt. Und in diesem Vermehrung bauen wir einen Farbstoff ein bei jedem Zyklus. Und je mehr wir das vermehren, desto größer wird unser Farbsignal oder Lichtsignal. Ja. So, und es gibt eine bestimmte Schwelle, das ist festgelegt in dem Gerät. Und wenn jetzt dieses Signal diese Schwelle überschreitet, sagt das Gerät, diese Probe ist positiv. Okay? Und die meisten Geräte, zum Beispiel das, was wir benutzt haben in unserem Labor, geht bis 40 Zyklen hoch. Und wenn bis 40 Zyklen kein Signal gekommen ist, sagt man, diese Probe ist negativ.
So, aber wir wissen natürlich, je mehr Ausgangsmaterial wir haben, also desto höher ist dann die Virusmenge, die Viruslast nennt man das. Desto höher diese Viruslast ist, desto weniger Zyklen muss man fahren, um sein Signal zu bekommen. Und inzwischen wissen wir recht genau aus vergleichenden Studien, und wir haben auch Referenzmaterialien inzwischen, wissen wir, dass ab einer Zykluszahl von 25, so in etwa, die Menge an Ausgangsmaterial, die da war, so gering ist, dass dieser Person sehr wahrscheinlich nicht ansteckend sein kann, weil er so wenig Virus hat in seiner Nase, dass er andere nicht stecken kann. Es kann auch natürlich auch sein, dass es jemand ist, wo die Infektion bereits bekämpft wurde und diese Virussequenzen des Virus ist nicht intakt. Das sind sozusagen Reste eines abgetöteten, kaputten Virus, was noch nicht jetzt weggegangen ist, was aber von dem Test erkannt wird. Und die können aber dann auch, diese Spuren findet man auch in einem PCR-Test. Also er ist eigentlich fast zu genau und kann nicht unterscheiden, ist es jetzt das oder das, sondern er kann nur sagen, da ist was. Der Test ist, also bei den meisten Laboruntersuchungen haben wir das Problem, geringe Mengen zu finden. Bei der PCR-Untersuchung ist unser Problem, Verunreinigungen auszuschließen. Zum Beispiel in der Forensik ist es so, dass wenn jetzt jemand ein Lenkrad anpackt, da können selbst in dem Schweiß genug Spuren von DNA drin sein, dass diese Person identifiziert werden kann. Also so genau ist die Methode. Und das heißt, geringste Spuren, die keine klinische Relevanz haben, können nachgewiesen werden. Und wir hatten das dann Anfang des Jahres ausgewertet und haben, ich glaube, das waren insgesamt 600.000 Untersuchungen in unserem Labor ausgewertet, die alle mit einem Gerät, mit denselben Chemikalien vom selben Team, und im Prinzip aus unserer Region 80% der Untersuchungen, also man nennt das in der Wissenschaft eine repräsentative Probe, und haben festgestellt, dass zwischen 50 und 60% der Proben einen CT-Wert hatten höher als 25. Also wahrscheinlich nicht ansteckend waren. Diese Personen waren nicht ansteckend. Und natürlich die ganzen Maßnahmen, die wir fahren, die beruhen auf die Annahme, dass der positive PCR-Test ist sowas wie der Goldstandard. Und wer das hat, ist für andere eine Gefahr. So. Und auf jeden Fall, es ist nicht so, dass der Test jetzt schlecht ist oder so, aber man muss einfach das zur Kenntnis nehmen, und das haben wir dann veröffentlicht. Genau, darüber reden wir gleich nochmal drüber. Was ist der CT-Wert? Müssen wir vielleicht kurz nochmal den Zuschauern erklären. Das heißt auf Englisch Cycle Threshold, also Zyklusschwelle. Genau. Das sind die 25 oder die 40? Das sind 25, die Zyklusschwelle. Da muss man einfach festlegen, ab welcher Zyklusschwelle ist die Menge so gering, dass es vielleicht sich um eine Verunreinigung oder um eine so geringe Menge handelt, dass die klinisch irrelevant ist. Gibt die Anzahl positiver RT-PCR-Tests die Anzahl der Neuinfektionen eigentlich an? Also es ist tatsächlich so, zum Beispiel jetzt, um auf unser Schwangerschaftsbeispiel zurückzugehen. Wenn jemand jetzt Symptome hat, also der hat von mir aus Fieber und Husten und fühlt sich nicht schlecht, fühlt sich nicht gut, und dann hat er ein positives PCR-Test auf SARS-CoV-2 und auch noch, sage ich mal, ein Zykluszahl, und das sehen wir übrigens, das haben wir in unseren Untersuchungen gesehen, solche Personen neigen dazu, geringere Zykluszahlen zu haben. Das spricht ja dafür, dann ist er infiziert. Das ist so. Okay. Und also der PCR-Test, wie du schon schön gesagt hast, ist eigentlich der Goldstandard, um den Nachweis der Infektion vom Coronavirus nachzustellen. Jetzt hat Drosten also Professor Drosten hat ja praktisch diesen Test mitentwickelt und in dem Journal Eurosurveillance veröffentlicht. Ja, genau. Es hat ein internationales Team von 22 renommierten Wissenschaftlern 10 gravierende Fehler gefunden. Ne? Und ist die Kritik denn berechtigt jetzt dieser Wissenschaftler? Die Kritik ist, also diese Fehler gab es. Das sind aber handwerkliche Fehler, würde ich sagen. Und es wird dann sehr technisch, es ging um Primer Design, die haben gesagt, stimmt,
Ja, es ist ein bisschen, sage ich mal, in der Not gestrickt. Ja. Aber ich kenn auch Olfert Land persönlich, der das jetzt mitentwickelt hat. Der Test ist, es ist wie bei es gibt keinen perfekten Test in der Medizin. Dieser PCR-Test ist nicht besser und nicht schlechter als andere, die auch am Markt sind. Genau, hast du vorhin schon erwähnt. Genau. Gut, jetzt hast du ja auch Daten geliefert für die Studie der Universität Duisburg und Essen, die dann im Juni veröffentlicht wurde. Was genau hat die Studie jetzt genau untersucht? Was ist die Aussage? Ja, die Aussage ist, das, was ich vorhin gesagt habe, also die Kernaussage ist, dass etwas mehr als die Hälfte der Proben, die wir untersucht haben, einen so hohen CT-Wert hatten, dass diese Person sehr wahrscheinlich nicht ansteckend war. So würde ich das in einem Satz formulieren. Aber zusammenfassend muss man dann tatsächlich feststellen, das habt ihr ja auch gemacht, dass dann eigentlich die PCR-Tests als Grundlage der Corona-Politik und der Maßnahmen nicht herangezogen werden dürfte. Nicht alleine. Das ist der Punkt. Also das ist die PCR-Untersuchung ist ein wichtiges diagnostisches Tool, aber eignet sich nicht für diese Art von Massenscreening ohne flankierende symptomatische Maßnahmen, also Symptomerfassung zum Beispiel. Weil die Infektiosität nicht festgestellt werden kann. Weil an PCR-Test allein kann man die Ansteckbarkeit nicht feststellen. Und was für Lösungsvorschläge würdest du heranziehen, um wirklich dann ganzheitlich darzustellen, also Hospitalisierungsrate, Todeszahlen etc.? Ja. Also ich glaube, was man auf jeden Fall berichten müsste, ist, dass man den CT-Wert mitberichtet. Das wäre ein guter erster Schritt. Ja. Und dass man dann zum Beispiel das Robert-Koch-Institut bessere Richtlinien erarbeitet, dass man sagt, ab wann ein CT-Wert klinisch signifikant ist. Und die dritte Sache wäre, dass man wirklich darauf hinarbeitet, dass die verschiedenen Methoden, die es am Markt gibt, aufeinander abgestimmt werden, sodass man eine Standardisierung der CT-Werte hat. Und das muss man sagen, da ist man dran, diese CT-Werte, also Referenzmaterialien, wie wir das nennen, zu entwickeln. Aber man musste aus unserer Sicht mehr auf die CT-Werte achten, als dass man das bisher gemacht hat. Also der Karl Lauterbach hat gesagt, die werden berichtet, das ist nicht der Fall. Die werden in einigen Fällen, ja, es gibt einige... Wieder eine Lüge vom Karl. Nein, ich würde nicht sagen eine Lüge, ich würde sagen vielleicht eine Verharmlosung. Oder eine inkomplette Wahrheit. Okay. Also Alternative Facts. Ja, genau, Alternative Facts. Aber in der Zwischenzeit werden ja die Zahl der Hospitalisierung auch mit herangezogen, um die Corona-Maßnahmen zu entscheiden. Genau. Aber dennoch besteht die Pandemie vor allem wegen der hohen Infektionszahlen. Ja. Also wenn es den PCR-Test nicht geben würde, hätten wir dann überhaupt gar keine Pandemie? Also es ist ja so, dass diese Inzidenzzahlen, die wir haben, die werden letztlich über den PCR-Test erfasst, weil man hat die Antigen, das ist eine weitere Stärke unserer Studie übrigens. Als wir unsere Studie gemacht haben, gab es nur den PCR-Test. So, seitdem es Antigenteste gibt, Schnellteste, hat man die Datenerfassung, die Vollständigkeit der Daten gar nicht mehr gewährleistet. Ja. Man hat, wie heißt das, unter dem Strich Nenner, ne? Sailor oder Nenner? Nenner. Also man kennt den Nenner nicht, man weiß nicht, wie viele Personen untersucht worden sind. Also das heißt, man kann eine Inzidenz auf die Bevölkerung, weil man weiß nicht, wie viele Menschen haben einen Schnelltest gemacht und wenn es negativ ist, dann sind sie negativ, aber werden nicht erfasst. Ja. Wenn das positiv ist, dann muss es bestätigt werden mit einem PCR-Test, aber werden alle bestätigt. Das heißt, wir haben keine saubere Grundlage mehr, seitdem es die Schnelltests gibt. Zu uns, als wir das gemacht haben, waren wir sozusagen das Nadelöhr und alle in unserer Region, so gut wie alle Corona-Untersuchungen müssten bei uns auflaufen und so haben unsere Daten eine hohe Repräsentativität, wie man das sagt. Also die sind sehr repräsentativ. Jetzt ist sozusagen, es ist schwierig, das zu wissen. Und ein weiteres Problem, was wir jetzt haben, ist natürlich, dass wir die Pandemie der Ungeimpften haben. Haben wir die? Ja, wir haben die natürlich im Wesentlichen dadurch, dass nur die Ungeimpften sich testen müssen. Die Geimpften müssen sich viel weniger testen. Okay. Im Grunde genommen ist es so, Geimpfte testen sich jetzt nur, wenn sie symptomatisch sind.
Seht ihr eigentlich in den Tests dann, ob jemand schon geimpft war? Die PCR-Untersuchung, über die PCR-Untersuchung kann man nicht nachweisen, wo man denn also eine Impfung kann man über den Antikörper nachweisen. Klar, Bluttest dann, ne? Genau, also wenn man impft, es gibt ja, unser Immunsystem hat ja zwei Arme, wie man sagt. Das eine sind die Antikörper. Ja. Und das andere ist die sogenannte zelluläre Immunität. Das heißt, wenn eine Fremdsubstanz, ein Erreger in unser Körper hineindringt, wird das als fremd erkannt. Und es gibt bestimmte Zellen, T-Zellen, nennt man die sind Teile unseres Immunsystems, die erkennen das als fremd und merken sich das. Und die können ein Leben lang persistieren. Ja. Und, dann ist man immun. Dann ist man immun, weil wenn dieser Erreger wiederkommt, dann sagt der Körper, aha, das kenne ich, und dann wird sofort der Antikörperspiegel hochgefahren, weil das Immungedächtnis ist da. Ist es eigentlich dann besser, wenn man genesen ist von Corona, als man geimpft ist? Ja, also die besten Daten, die wir haben, die deuten darauf hin, dass die Immunität, die nach einer Infektion aufgebaut ist, deutlich robuster und länger anhält wie der Impfstoff. Und langlebiger ist als nach der Impfung. Wie langlebig, das kann man noch nicht sagen. Corona kennen wir seit 2 Jahren, aber 2 Jahre schon. So, das kann man schon sagen. Und die natürliche Immunität hat mehrere Vorteile. Der erste Vorteil ist, dass der Körper, also das Virus kommt in den Körper über den natürlichen Weg, also über die Nase und dann vielleicht bis zur Lunge und wird meistens dort geblockt. Wenn wir Glück haben, sogar an der Nase, kommt nicht weiter. So. Das heißt, die Immunreaktion, die findet auch dort statt. Das heißt, wir bilden Antikörper nicht nur im Blut, sondern auch sogenannte Schleimhautantikörper, IgA nennt man die. Und das heißt, dass diese Immunreaktion direkt an der Eintrittspforte ist vorhanden, in einer Art und Weise, in der das nur nicht oder weniger vorhanden ist nach einer Impfung. Also ist es tatsächlich so, dass wenn man jemanden impft, dass zunächst mal es einen Schutz gibt gegen Ansteckung. Das ist schon so. Das heißt, es wird auch diese sogenannte sekretorische Antikörper oder Schleimhautantikörper werden gebildet, aber nicht in demselben Maße wie eine natürliche Infektion. So. Das heißt, das ist der erste Vorteil. Also die lokale Immunreaktion ist stärker als nach der Impfung und langlebiger. Der zweite Vorteil ist, dass wenn man sich mit dem Virus ansteckt, dann steckt man sich mit dem ganzen Virus an. Also mit allen Teilen. Also was ist ein Virus? Ein Virus ist eine Eiweißhülle, ein Ball. Und in diesem Ball ist die Erbsubstanz, in diesem Fall RNA des SARS-CoV-2-Virus, verpackt. Ja. Da gibt es auch Verpackungsproteine. Und dann gibt es was Corona heißt, Krone, wegen dieser Stacheln, dieses sogenannten Spike-Proteine, diese Bälle. So. Das heißt, und gegen all diese Komponenten bildet unser Immunsystem Antikörper. Also gegen die Hülle, gegen Spike, gegen einige Kernantigene und so weiter. Man nennt das ein Antigen, diese Bestandteile. Also wenn man die Krankheit durchgemacht hat. Wenn man die Krankheit durchgemacht hat. Das heißt, wenn was passiert, zum Beispiel, dass das Spike-Protein sich verändert und dann kommt SARS-CoV-2 neu mit dem neuen Spike-Protein an, sagt unser Immunsystem, haha, hast einen anderen Spike, aber deine Hüllenprotein, das kenne ich noch. Ich erkenne das noch, ja. Oder dein Kern, das kenne ich auch noch. So, und man hat dann eine Vielzahl, eine ganze Strauß an Antikörpern. Einige binden sehr stark, einige nicht so stark. Das heißt, man hat dann auch eine Kreuzimmunität, nennt man das, gegen Varianten, gegen Delta zum Beispiel. Die es noch nicht gab. Ja, oder gegen neue. Gegen neue, genau. Weil ein Teil wird sich verändern, aber ein Teil wird das Gleiche sein. Es ist so, wie wenn ich jemanden kenne und er hat eine Mütze auf. Kennst du trotzdem. Und dann, Maske am nächsten Tag kommt er rein mit einem Hut und ich kenne ihn trotzdem. Ja, weil ich den ganzen Menschen kenne. Oder mit gefärbten Haaren. So, genau. Und hätte ich aber ein Erkennungssystem, was nur auf seinen Hut guckt und dann trägt er keinen Hut, dann würde das Erkennungssystem, genauso ist es. Und der Impfstoff ist allein gegen das Spike-Protein gerichtet.
Das heißt, nicht gegen die Hülle, nein, nicht gegen nein, die nein, Erbsubstanz. genau. Und bildet dann einen sehr engen Spektrum an Eindimensional. Das heißt, wenn die Spike-Proteine sich ändern, gibt es keine Chance, dass die Erbsubstanz oder die Hülle entdecken und sagen, ach, ich erinnere mich an dich so. Nein. Okay, aber jetzt eine andere Frage, Paul. Das heißt dann aber auch, dass die Genesen, dass wir niemals 100% Impfquote bekommen, weil die Genesen brauchen sich überhaupt nicht impfen zu lassen, oder? Also das ist tatsächlich so, dass ob das Boostern bei Genesen was bringt, ist sehr zweifelhaft. Ja, dann aber auch schon in the first place. Die müssen sich ja gar nicht erstmal impfen lassen, wenn sie es schon durchgemacht haben. Das ist tatsächlich so, dass die Immunität, die jetzt die Genesenen haben, ist wesentlich robuster als die Immunität, die Geimpften haben. Ja. So. Der Grund ist folgendes: Wenn ich jetzt, wie impft man? Man impft, indem man also man muss auch sagen, die Impfstoffe natürlich sind ganz neuartige Impfstoffe. Reden wir auch noch drüber. Genau. Die RNA-Impfstoffe haben wir nie bei Menschen angewendet. Die anderen, die Vektorenimpfstoffe, ganz selten. Das heißt, wir haben so gut wie keine Erfahrung mit diesen Impfstoffen bei Menschen. Aber die Idee ist, man injiziert die Erbsubstanz für dieses Virus in den Menschen hinein. So, entweder die DNA, das ist in den Vektorenimpfstoffe AstraZeneca, Johnson & Johnson gepackt, und diese DNA geht dann in den Zellkern, unseren Zellkern, und wird dann umgeschrieben zu mRNA und dann zu Spike-Protein. So. Und bei den mRNA-Impfstoffen haben wir mRNA eingepackt in diesen sogenannten Lipid-Nanopartikel, und dann geht es auch in die Zelle und wird dann umgeschrieben zu Spike-Protein. So, am Ende erscheint dann Spike-Protein. Das wird an den Zellen, wo der Impfstoff ist, an der Oberfläche sichtbar sozusagen für unser Immunsystem. Möglich ist, dass einige jetzt freigesetzt werden ins Blut. Das weiß ich jetzt nicht 100%. Aber es ist auf jeden Fall auf den Zellen sichtbar und löst dann die Immunreaktion aus. Wird als fremd erkannt. Und wenn wir dann die Antikörper bilden, natürlich, wir bilden sie nur im Blut. Aber bei den meisten Menschen, viele Leute, die eine Infektion haben, bleiben asymptomatisch. So. Von Kindern wahrscheinlich die Mehrheit haben keine Symptome oder ganz wenige. Von den Leuten, die Symptome haben, bei den meisten Menschen heilt die Erkrankung aus. So, die merken nicht besonders viel. Gibt es eine Prozentzahl, also wie viel? Also bis das Virus sozusagen hineindringt in den Körper, vielleicht 1%, 2%. Aber das heißt, wie gefährlich ist denn dann Corona? Ist es denn so gefährlich, wie es uns dann von der Politik erzählt wird? Oder weil wir hören ja überall, das Gesundheitssystem ist kurz vor dem Kollaps, Menschen sterben, Bergamo kommt wieder. Ja, also ist es übertrieben? Also wir haben im Moment, muss man sagen, wir haben jetzt seit einigen Monaten jetzt die Delta-Variante. Die Delta-Variante zeichnet sich dadurch aus, dass sie wesentlich ansteckender ist. Ja, aber auch gefährlicher? Aber weniger gefährlich. Okay. Sehr wahrscheinlich weniger gefährlich. Warum kann ich das sagen? Man kann das daran sehen, dass wenn man jetzt die Inzidenz sieht, die heute ist, also Anfang November, sehr hoch. Aber wir haben nicht annähernd, wenn man jetzt zum Beispiel die Todesrate sich anguckt, das Verhältnis zwischen Inzidenz und Todesrate ist viel geringer als in den vorherigen Wellen, die wir gesehen haben. Aber das heißt, die Überlebenschance, wenn jemand Corona bekommt, ist, glaube ich, bei 96-98%. Stimmt das? Also es gibt Zahlen von John Ioannidis, und Stanford University. Genau, Stanford University, der aus meiner Sicht da die besten Sachen dazu veröffentlicht hat. Und er geht von einem, also Infection Fatality Rate nennt sich das. Also wie viele Leute, die sich angesteckt haben, jetzt sterben. So. Am Virus oder mit? Ja, erstmal die Frage, wie viel von den Leuten, ob sie Symptome hatten oder so, es ist 0,15%. 0,15%. Ja. Und deswegen ist die ganze Weltwirtschaft abgeschlossen worden. Deswegen stehen wir vor dem nächsten Lockdown. Deswegen spalten wir die Gesellschaft. Ja, Willst du mich veräppeln? Genau. Manche sagen 0,2%. Aber es ist in der Größenordnung. Aber 0,2% ist dann okay, finde ich. Nein, Quatsch. Nee, aber 0,1%. Also das heißt von 10.000 15. Okay, wie ist es bei der Grippe, bei der normalen Grippe? Wie ist da die? Wir sind da in derselben Größenordnung. Also ist es doch
ist Corona doch die Grippe, eine Art Grippe. Also vergleichbar mit der Grippe. Weil dafür wurde man ja früher geschlachtet, wenn man gesagt hat, das ist die Grippe. Dann hättest du gesagt, gleich, du bist keine Ahnung was. Ja, also es ist so, dass man muss das auf 2 Ebenen betrachten. Auf der Bevölkerungsebene, ja, also was ist die Sterblichkeit gewesen in der Gesamtbevölkerung? Ist es wie eine mittelschwere Grippe zu werten? Sind dann die Maßnahmen gerechtfertigt oder sind die deiner Ansicht nach als Mediziner komplett übertrieben und steckt da was anderes dahinter? Also man muss, also ich wollte, bevor ich dazu, ich komme gleich dazu. Entschuldigung, ich weiß, aber es ist gerade so spannend, dass ich einfach denke, wow, wir müssen down the rabbit hole. Okay, aber mach deinen Punkt fertig. Genau. Also natürlich ist es so wie bei einer Grippe so. Ist die Grippe gefährlich? Ich würde sagen, das kommt drauf an. Wenn ich 90 bin, klar. So, die Grippe, es gibt 2 Gruppen, für die eine Grippe gefährlich ist. Junge Kinder interessanterweise und ältere Menschen, vor allen Dingen ältere Menschen mit Vorerkrankungen. So, das sind die 2 Gruppen, die wirklich sehr schwer erkranken können an einer Grippe. Für die restliche Bevölkerung ist die Grippe nicht gefährlich, es sei denn, die haben zum Beispiel eine Immunschwäche, Krebs oder so. Oh, das ist unangenehm einfach, dass man halt dann einfach eine Woche, 2 Wochen krank ist. Aber so, genau. Bei Corona ist es genauso. Also das heißt, Corona kann schwere Verläufe auslösen. Und das möchte ich auch sagen, eine Sache, die oft vergessen wird. Es wurden immer die Fälle präsentiert von den jungen Menschen, die aus völliger Gesundheit an Corona gestorben sind. Okay. Die gibt's. Ja. Aber das gibt's auch bei Grippe. Das heißt, bei allen Infektionskrankheiten gibt es Menschen, die aus welchem Grund auch immer, vielleicht weil sie eine Grunderkrankung haben, die wir nicht kennen, vielleicht irgendwas in ihrem Immunsystem, die einfach besonders stark auf diesen Erreger reagieren. Aber für die Masse ist es nicht so. Und bei Corona ist es so, dass in Corona im Wesentlichen eine Erkrankung ist, die schwer ist für ältere Menschen mit Vorerkrankungen. Deswegen ist ja auch, glaube ich, das Durchschnittsalter der verstorbenen Corona-Patienten, die an oder mit Corona gestorben sind, in Deutschland bei 84. Ja, also ist auf jeden Fall über 80 und die allgemeine Lebenserwartung ist in Deutschland 79. Das heißt... Also übertreiben wir gerade komplett? Also hat sich die Politik verrannt? Sind die Maßnahmen doch übertrieben? Also ich glaube, dass es eine Unverhältnismäßigkeit der Maßnahmen gibt. Ich glaube, dass am Anfang kannte man das nicht. Da kann man erstmal das erstmal sehen. Aber wir haben jetzt eine Situation, wo wir jetzt 1,5 Jahre oder mehr als 1,5 Jahre Erfahrung haben. Und wir haben das in unseren 10 Thesen jetzt geschrieben, dass eine unserer Thesen ist, dass wenn man jetzt einfach vergleicht, ein Maß annimmt, eine Messlatte wie zum Beispiel Gesamtsterblichkeit und vergleicht 2 Territorien oder Länder mit und ohne Maßnahmen und stellt man fest, dass zum Beispiel Schweden, North Dakota, South Dakota. Es gibt in den Bundesstaaten in Amerika unterschiedlich starke Maßnahmenkataloge, dass man nicht sehen kann, dass die Maßnahmen an harten Indikatoren wie Gesamtsterblichkeit was ausgerichtet haben. Das muss man einfach sehen. Wenn wir jetzt das Jahr 2020 betrachten, wir hatten dann hier und da Peaks, das stimmt schon, in der Gesamtmortalität, aber hatten über das ganze Jahr, das ist jetzt ziemlich sicher, keine Übersterblichkeit. Ja, genau. Ja. Oder eine minimale, aber keine eigentlich nennenswerte Übersterblichkeit. Also die andere Sache mit den Verhältnismäßigkeiten, es gibt so ein paar Sachen, die ich sagen möchte. Die eine Sache ist, dass wenn ich eine Maßnahme mache, muss ich immer Kosten und Nutzen abwägen. Und die Maßnahme hat vielleicht an einer Stelle einen Nutzen, aber hat an einer anderen Stelle Kosten. Großen Schaden auch. So. Und eine Sache, die man in der Epidemiologie benutzt, das klingt jetzt hart, aber man muss irgendeine Metrik haben, also einen Maßstab für die Wirksamkeit einer Intervention. Und das nennt man qualitätsadjustierte Lebensjahre.
Okay. Das klingt hart, Ja. aber man muss irgendeine Maßnahme haben. Also das heißt Lebensjahre, aber qualitätsadjustiert. Es ist natürlich so, dass wenn ich jetzt ein Jahr lebe und bin schwer krank und kann nichts machen, dass dieses Jahr anders zu bewerten ist als Outcome, als wenn ich jetzt bei völliger Gesundheit ein Lebensjahr. Das ist jetzt nicht diskriminierend gemeint. Nee, aber es macht ja Sinn. So, Klar. und, Weiß jeder und, selbst. so und es ist halt so, in der Gesundheitsökonomie gibt es dann zum Beispiel in England, im nationalen Gesundheitssystem reden sie offen über solche Sachen. Und das NHS, also das National Health Service, hat ein qualitätsadjustiertes Lebensjahr bewertet. Und die sagen, wie viel Geld sind wir bereit in unserem Gesundheitssystem für ein Quali, nennt sich das, für ein Lebensjahr auszugeben. Das ist 30.000 Pfund. Oh, okay. So, ungefähr. Es kann jetzt ein Fact-Checker kommen und sagen, es sind nur 20.000 Pfund. Ja, okay. Aber so in der Größenordnung ist das. So 30.000 Pfund, also das sind ungefähr, was ist das, 35.000 Euro. So, das ist ein Quali. Weil natürlich, man hat nicht endlos Ressourcen und man hat endlos Bedürfnisse und man muss irgendwie versuchen, gerecht und fair die Ressourcen zuzuteilen. Und das ist zumindest ein Maßstab. Und das ist jetzt bei den Corona-Maßnahmen nie adressiert worden. Also wenn ich jetzt sage, ich möchte über die Corona-Maßnahmen so und so viel Qualis sparen, dann muss ich fragen auf der anderen Seite, was kostet das an Qualis auf der anderen Seite? So, und das ist nur eine Messlatte. Ich hänge jetzt nicht an den Qualis. Aber diese Art von Analyse, das klingt vielleicht sehr technokratisch und kühl, aber das ist das Gegenteil davon, weil nur so kann man letztlich gerecht sein, weil man die Maßnahmen, die man eingeführt hat, die sind mit extrem hohen Kosten, also nicht nur wirtschaftlichen Kosten, psychologischen Kosten, auch gesundheitlichen Kosten verbunden. Kollateralschäden. Wir sehen ja jetzt, dass ganz viele Kinder in Kinderkliniken kommen wegen dem RSV-Virus. Genau. Weil sie einfach jetzt, früher hatten halt dann irgendwelche Krankheiten durchgemacht. Das Immunsystem wurde sozusagen geschult, konnte sich einordnen. Dreck macht Speck, sagt der Schwabe. Da mal ein kleiner Infekt, da mal ein kleiner Infekt. Jetzt haben wir uns halt alle abgesondert, haben uns getrennt, spalten lassen, Maske, desinfizieren die ganze Zeit. Das heißt, da werden ja in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren, auch dieser Winter wird wahrscheinlich knüppelhart, weitere Infektionskrankheiten durchaus leichtes Spiel haben, weil die Spielwiese vorbereitet wurde. Das kann durchaus sein. Ich meine, es gab auch zwei andere Sachen, die man unterlassen hat, aus meiner Sicht. Die eine ist, wenn ich jetzt eine neue Erkrankung habe. Es gibt ja, wir haben ja Erfahrung, wie man mit solchen Sachen umgeht. Und was man zunächst mal macht, wenn man eine neue Erkrankung hat, man bildet eine sogenannte Kohortenstudie. Ja. Eine Kohorte, das heißt, man identifiziert eine Kohorte. Das hat der Streeck ein bisschen in Heinsberg versucht zu machen, so zumindest ansatzweise. Ja. Der Hendrik Streeck. Aber eine Kohorte ist so 50.000 Menschen. Die identifiziere ich, die versuche ich so repräsentativ zu machen, wie für die Bevölkerung, wie ich kann. Also Alters, Geschlecht, sozialschichtmäßig und so weiter. So. Dann habe ich meine repräsentative Kohorte, 50.000 Leute vielleicht, und die verfolge ich einfach. Und dann merke ich über der Zeit, wer wird krank, wer wird schwer krank, wer stirbt. So. Und wenn ich das mache, dann bin ich nach 6 Monaten, nach einem Jahr, habe ich sehr gute repräsentative Daten, wie der natürliche Verlauf dieser Erkrankung ist, wie schwer er wirklich ist, wie ist er mit anderen Infektionen, Krankheiten zu vergleichen. Und das muss man im Prinzip doch in jedem Land machen, weil es gibt natürlich in Südeuropa oder in Afrika oder in Amerika andere Zusammensetzungen, ethnische Zusammensetzungen, Sozialschicht, also ökonomische, wirtschaftliche Zusammensetzung. So, das heißt, man muss das für seine Bevölkerung machen. Das ist nicht gemacht worden. Und die zweite Sache, die nicht gemacht worden ist, es fällt auf, dass es einen Mangel an Obduktionen gibt. Aha, okay. So, weil natürlich bei einer neuen Erkrankung, wir haben ja die Debatte gehabt, an oder mit Corona. Diese Debatte ist nie zufriedenstellend gelöst worden. Wir haben dann ab und zu mal so kleinere Serien von Pathologen, die das gemacht haben.
aber nie in einer ausreichenden Menge. Und die sind dann sehr stark attackiert worden dann hinterher, dass das nicht repräsentativ war und so. Was waren denn die Ergebnisse? Ja, die Ergebnisse waren, dass dass von den Patienten, die gestorben waren, dass die Mehrheit mit und nicht an Corona gestorben Das würde aber das ganze Narrativ nochmal auf den Kopf stellen. Ja, auf den Kopf stellen nicht, aber es stark relativieren, würde ich mal sagen. Ja, genau. Dann wären die Maßnahmen, die drastischen Maßnahmen, die wir hier durchexerzieren, noch fragwürdiger. So, weil es ist einfach so, dass viele Menschen, vor allen Dingen die älteren Menschen, Corona ist sozusagen die letzte Erkrankung, die letztlich woran sie letztlich sterben, aber die haben letztlich eine Vorerkrankung. Es gibt übrigens auch in der Kodierung von Todesursachen gibt es Regeln. Mhm. Wenn ich jetzt Lungenkrebs hätte, was ich nicht will, aber ich hätte Lungenkrebs und ich wäre sehr krank und ich komme auf die Intensivstation und dann kriege ich dann auf meine letzten Tagen hin eine Pneumonie. Lungenentzündung. Ja. Eine Lungenentzündung. Und sterbe, was sehr oft der Fall ist in solchen Fällen. Woran bin ich gestorben? Wahrscheinlich offiziell an der Lungenentzündung. Nein, die Regel ist, ich bin an Lungenkrebs. An Krebs, okay. Weil die maßgeblich ist die Grunderkrankung. Okay. Und das wird bei Corona jetzt komplett ausgeblendet. So, und das ist eine Sache, was so gut wie überhaupt nicht berücksichtigt wurde. Aber warum denn nicht jetzt auf einmal? Warum diese Änderung der Regeln? Gut, also es ist nicht eine Änderung der Regeln, es ist eine Missachtung existierenden Regeln. Warum? Also jetzt sind wir in der zweiten Phase, jetzt sind wir in der Impfphase, okay? Und es gibt ja Meldesysteme, um Impfnebenwirkungen zu erfassen. Das heißt, bei uns macht das Paul-Ehrlich-Institut. Ja. In Amerika gibt es das sogenannte VAERS, Vaccine Adverse Event Reporting. Und auf der europäischen Ebene gibt es EUDRA-Vigilanz. So. Und das sind Meldesysteme, die sind zwar, der Arzt ist zwar verpflichtet, schwere Nebenwirkungen zu melden, aber es wird nicht kontrolliert. Man kann das ja nicht kontrollieren. So. Das heißt, es gibt eine erhebliche Dunkelziffer. Aber jetzt nur, um auf die PI-Daten zurückzugreifen. Das System, also diese systematische Erfassung gibt es vielleicht 25 Jahre. So. Und wenn man das so betrachtet, gibt es jedes Jahr an die 20 mal 10, mal 5, mal 20, mal 5, so ungefähr 20 Todesfälle, die gemeldet werden in Zusammenhang mit einer Impfung. Das ist jetzt, sagt zunächst, keine Kausalität. Das heißt, jemand ist geimpft und stirbt bald danach, wo der Arzt oder auch jemand anders, aber meistens ist es der Arzt, der Meinung ist, das könnte an der Impfung, weil andere Gründe gab es vielleicht nicht. So. Und das meldet er dann als Verdachtsfall. So. Und wir haben jedes Jahr in Deutschland ungefähr 20 Fälle, die gemeldet werden. Dass das System funktioniert, sieht man daran, dass 2009 und 2010, als es die Schweinegrippe, so Pandemie damals gab, da sieht man, da hat man auch einen Impfstoff entwickelt, vor allen Dingen der Impfstoff Pandemrix, was sehr, sehr rasch entwickelt wurde, was dann vom Markt genommen wurde wegen Narkolepsiefälle in Skandinavien. Und man sieht, wenn man die Daten guckt, ein kleiner Hügel sozusagen 2009, 2010. Die Todesfälle haben sich in etwa verdoppelt, von 20 auf 40. Das heißt, das ist für mich so eine Art Eichung des Systems. Ja. Das heißt, da hat man ein Signal gesehen, ging dann wieder runter. So. Und Stand heute haben wir, also ich weiß die Daten jetzt nicht bis November, aber im August hatten wir um die 1600 Todesfälle. 1600? Musste ich nachprüfen, aber ich glaube. Aber warum kommt das nicht in den Medien? So, das heißt, wir haben mehr Todesfälle wie je zuvor. Als alle Jahre zusammen. Ja. Mit allen Impfstoffen zusammen. An der Corona-Impfung.
man kann über Kausalität nichts sagen, aber man kann über die anderen über die Jahre Natürlich. auch nichts sagen. Aber Also ist ja unwahrscheinlich, dass jetzt irgendwie Mumps auf einmal so... So, das sind Todesfälle zunächst mal in Zusammenhang mit der Impfung. Also, Paul, das bedeutet, bei der Schweinegrippe haben 40 Todesfälle gereicht, um den Impfstoff zurückzuziehen, zu stoppen, die Impfaktion zu beenden. Und jetzt sind wir bei 1600 Todesfällen und es passiert rein gar nichts. Ich habe auch nichts darüber gelesen, für mich ist es absolut neu. Ja, also bei der Schweinegrippeimpfung, ich weiß nicht, ob es jetzt wegen der Todesfälle damals zurückgerufen wurde. Ich glaube, es wurde damals zurückgerufen wegen dieser Narkolepsiefälle. Ja. Aber es gab auch eine andere Grippeimpfstoff in den Vereinigten Staaten. 1979 oder 76 gab es da ein Impfstoff, der entwickelt wurde. Und es reichten bereits 50 solcher Meldungen, um die Impfkampagne zu stoppen. Ist das ein Grund, warum wir erstens Geheimverträge haben zwischen den Staaten und der EU und den Impfproduzenten, als auch, warum die sich aus der Haftung haben rausnehmen lassen? Weil Pfizer zum Beispiel mit BioNTech hat ja gesagt, also wir garantieren weder die Wirksamkeit, gibt einen guten Grund, dass wir jetzt die dritte Impfung haben, noch wegen Langzeitfolgen, Schäden, Todesfällen und so weiter. Und der Staat oder die EU stellt sich auch schützend vor sie. Also es ist ja dieser Paragraph, der hat es in sich, finde ich. Ne? Also es wird Schaden abgewendet von den Lieferanten als auch von den Produzenten. Ist das der Grund? Also ich weiß letztlich nicht, was der Grund ist, aber ich stelle fest, dass wir hatten das vorhin besprochen, über die Regeln, wie wir die Todesursache feststellen. Ja. Wir haben das vorher mit der Regel Kohortenstudie besprochen. Wir haben das vorher besprochen, wie ist es, dass man setzt kein diagnostisches Test in einem Screening-Setting ein. Und jetzt haben wir eine weitere Regel, wo wir diese Meldungen haben, die jetzt nicht nur ein bisschen, sondern um 2 Logstufen größer sind, als was wir bisher Warum gesehen diese haben. Regelbrüche? Warum jetzt? Warum an breiter Front? Warum auf so vielen verschiedenen Ebenen? Also das kann ich letztlich nicht erklären. Ich kann aber nur feststellen, dass wir bereits solche Signale haben in unserem Meldesystem. Also die Todesfälle ist nur natürlich die Spitze des Eisbergs, weil es gibt dann genauso viele Meldungen von Geimpften mit bleibenden Schäden. Bleibende Schaden ist sowas wie Halbseitenlähmung, Schlaganfall, Herzinfarkt. Herzmuskelentzündung mit Vernarbung des Herzens. Also hatte Kimmich vielleicht doch zu Recht Sorge und er wurde ja durch die Manege gezogen und diffamiert, stigmatisiert und diskreditiert. Und jetzt sehen wir ja, vor kurzem hat ja die STIKO empfohlen, dass die unter 30-Jährigen nur noch mit BioNTech geimpft werden. Interessanterweise, was auch nicht viele wissen, einen Tag später hat Taiwan die BioNTech-Impfung sogar gestoppt für 12- bis 17-Jährige. Also sind die Sorgen doch berechtigt gewesen und er wurde zu Unrecht irgendwie angegriffen. Also ein weiteres Grundprinzip, was in der Medizin immer gilt, ist, dass der Patient muss für sich alleine entscheiden, ob er eine medizinische Maßnahme, egal welche, über sich ergehen lässt oder nicht. Und der muss das frei entscheiden. Wir haben also My Body, My Choice. Wurde uns immer entgegenskandiert und jetzt spielt My Body, My Choice auf einmal überhaupt keine Rolle mehr. Von denselben Personen oft, Und also das heißt, jeder muss entscheiden, ob das für ihn, für sich persönlich, ob er bereit ist, dieses Risiko auf sich zu nehmen. Aber Paul, jetzt haben wir ja Folgendes. Wir haben jetzt 2G. Fast überall schon wieder, ne? In Bayern, in Hessen und so weiter, in Baden-Württemberg. Das heißt, wir sehen ja eine Art, perfide Art und Weise, versucht man die Impfpflicht durch die Hintertür einzuführen. Also, warum? Also bei Herrn Kimmich zum Beispiel, bei Joshua Kimmich, der ist, glaube ich, 26 Jahre alt. Das ist ein gesunder Sportler, ein Leistungssportler. Also sein Risiko als unter 30-Jähriger jetzt schwer an Corona zu erkranken, ist äußerst gering. Das sind wahrscheinlich die Impfreaktionen oder Nebenwirkungen wahrscheinlich größer, die Wahrscheinlichkeit, dass was hat. Und als er gesagt hat, die Langzeitnebenwirkungen, dann wurden viele Experten haben gesagt, es gab keine Langzeitnebenwirkungen. Vor allen Dingen natürlich,
also wir wollen, dass die Impfung gerade eine Langzeitnebenwirkung hat, nämlich die Immunität. Genau. Ja. Also wenn ich Masernimpfstoffe habe, einen Impfstoff gegen Masern, dann hoffe ich, dass ich im Idealfall eine lebenslange Immunität habe gegen Masern. So, das heißt, wir setzen gerade auf Langzeitwirkungen. Ja. Das ist das, was der Joshua Kimmich meinte. Und er hat übrigens auch nicht gesagt, ich will mich hier impfen lassen. Er hat gesagt, ich will warten, bis andere konventionelle Impfstoffe verfügbar sind und dann überlege ich es mir neu. Mhm. So. Und die Art und Weise, wie er dann diffamiert wird, ist unsäglich. Ja, ist unsäglich, ist unakzeptabel. Und es ist sein gutes Recht, sich impfen zu lassen oder auch nicht. Ja, und wenn er das nicht, dann haben wir das zu akzeptieren. Und die ganze Diskussion, die dann auch kommt, also wir haben das in unseren 10 Thesen geschrieben und wie immer bei den 10 Geboten ist auch das erste Gebot das wichtigste Gebot. Die erste These ist die wichtigste These. Und wir haben kein Recht auf Gesundheit. Wir haben kein Recht auf Gesundheit. Und wir haben vor allen Dingen kein Recht auf Gesundheit, die eine schuldbasierte Sicht zuließe. Mhm. Und damit heiße ich, der Arzt hat den Patienten zu behandeln nach bestem Wissen und Gewissen, egal wie der Patient krank geworden ist. Mhm. Sich zu fragen, warum er krank geworden ist, das gehört überhaupt nicht zu seinem Geschäft. Ja. Ob das Feind ist oder Freund im Kriegsfall, ob das jetzt eine andere ethnische Herkunft oder soziale, das spielt alles keine Rolle und nicht nur behandeln sozusagen technisch, sondern auch fürsorglich. Ja. Also das ist sozusagen der Arzt, das ist seine Rolle. Diese Frage steht ihm gar nicht zu. Ja. Und es steht nicht nur ihm nicht zu, sondern steht dem gesamten Gesundheitssystem nicht zu. Der übergewichtige Patient, der Diabetes mellitus bekommt, den machen wir nicht für seinen Diabetes mellitus schuld. Oder der Raucher, der eine chronische Lungenerkrankung oder gar Lungenkrebs bekommt. Oder von mir aus im Extremfall der Suizident, der überlebt. Der ist ja zu 100% an seinem Zustand Selbstschuld, Schuld, wenn man so will. Ja. Aber da merkt man schon, wie, wenn man jetzt mit Suizide und Schuld, wie sehr man ins Schwanken kommt mit diesen Begriffe. Und dann diese Diskussion von Zaun zu brechen mit den Intensivbetten und so weiter, das ist einfach unsäglich, weil das ist prinzipiell mit dem Arztethos überhaupt nicht vereinbar. Ja. Und wo führt es dann auch hin? Zur Spaltung. So. Und übrigens, ich möchte auch sagen, es ist nicht so, dass der Geimpfte oder der Ungeimpfte ihre Versicherungsbeiträge nicht bezahlt haben. Nebenbei bemerkt. Ja, absolut. Hast du gerade eigentlich Zahlen im Kopf, wie viel Geimpfte jetzt auch im Krankenhaus liegen? Ja, also das ist, man sagt in den Krankenhäusern, also was man generell zum Impfschutz kann man folgendermaßen was sagen. Also der Impfschutz ist zunächst mal bei den Impfstoffen direkt nach der Impfung relativ hoch gewesen, das stimmt schon. Also die Pfizer-Studie, es gab letzte Woche einen Bericht im British Medical Journal, was auch eine sehr gute Zeitschrift ist und was schon sich eine unabhängige Stimme, muss man sagen, bewahrt hat in dieser Zeit. Und da gab es dann einen Whistleblower also wenn eine Pharmafirma eine solche Studie macht, das machen sie nicht selber, sondern es gibt sogenannte CROs, also Clinical Research Organizations. Das sind Firmen, die darauf spezialisiert sind für Pharmafirmen, die Untersuchungen zu machen. Und eine dieser CROs wie nennt sie, Auftragnehmer. Ja, Subunternehmer. Subunternehmer. Wurde delegiert, genau. Hat da offensichtlich geschummelt oder halt schlecht gearbeitet, so. Genau. Und dann sagt man, okay, an den anderen Zentren, ich sage dazu, die Lebenserfahrung ist, ein Küchenschaber ist selten allein in der Küche. Mhm. Das ist einfach so. Und das ist auch so, dass in der Wissenschaft, das gilt schon, dass wenn eine wissenschaftliche Studie, wenn die Daten nicht sauber sind, okay, dann gilt diese Studie als nicht existent. Oh, okay. Die hat nicht stattgefunden, weil wir es nicht wissen. Okay. Die muss neu gemacht werden. Das heißt, für Pfizer? So, also man muss das jetzt untersuchen und klären und so weiter. Aber gehen wir davon aus, weil das hat sich dann tatsächlich in der echten Welt
Entschuldigung, danach bestätigt, dass es zunächst mal nach der Impfung ein relativ guter Schutz gibt. Aber sie nimmt ab. Es nimmt ab. Deswegen kommt jetzt auch die dritte Impfung. Das heißt, genau, die war bei 90%. Das heißt, wenn das Risiko eines Geimpften, sich zu infizieren, war ungefähr 10% so hoch oder 15% so hoch wie eines Nicht-Geimpften. So. Die nimmt aber leider ziemlich rasch ab und ist nach 3 Monaten mit Astra so gut, also geht sehr, sehr, sehr feldstark. Und nach 6 bis 7 Monaten auf jeden Fall deutlich unter 50% gefallen. Also nicht wirklich relevant, was jetzt Verbreitung in der Bevölkerung angeht. Das bedeutet aber, dann müssen wir wahrscheinlich uns für immer impfen lassen? Also wir haben ja vorhin besprochen, dass die Immunität nach der natürlichen Infektion robuster und langlebiger ist. Wahrscheinlich vielleicht sogar für immer. Das wissen wir noch nicht, weil wir erst 2 Jahre Beobachtungszeit haben. Aber es sieht gut aus. Es sieht erstmal nicht schlecht aus, würde ich mal sagen. Ja. Es gab ja auch die Diskussion, dass das hat Herr Drosten, glaube ich, gesagt, dass wenn die jetzt die Geimpften sich auch noch infizieren lassen. Dann ist super. Natürlich, man muss auch Folgendes sehen, so sind wir nie mit Impfstoffen umgegangen. So haben wir nie Impfkampagnen gemacht. Ja, genau. Also warum passiert es so? Was ist die Backstory? Was ist der Hintergrund? Warum will man alle impfen? Warum diese Maßnahmen? Warum werden auf einmal Regeln gebrochen? Was ist da der Hintergrund? Und vor allem, hat man jemals schon mal in eine Pandemie reingeimpft? Ich habe irgendwo mal gelesen, das wäre total schädlich und eigentlich doof. Also ich beantworte die zweite Frage zuerst. In die Pandemie einimpfen. Also es gab ja die Diskussion, ob jetzt, wenn man jetzt die sogenannte Herdenimmunität durch eine ausreichende Impfung in der Bevölkerung hat, dass man den Ausbruch von neuen Mutationen verhindert. Das war ungefähr ein Monat, also 3-4 Monate lang herrschte sozusagen dieser Diskurs. Das ist aber biologisch nicht richtig. Eher das Gegenteil ist richtig. Okay. Es ist nämlich so, dass wenn man jetzt dieser Impfstoff, das hatten wir vorhin besprochen, ist sehr eng fokussiert auf das Spike-Protein. Okay? Und wenn ich jetzt das Spike-Protein unter Druck setze, mit einem Antikörpertiter zum Beispiel, dann wird diese Viren, das Virus ist immer mutieren. Das Virus mutiert die ganze Zeit. Ja. Und es gibt im Grunde genommen, um jetzt einen kleinen sozusagen Nebenpfad zu betreten, es gibt 4 Kriterien, die ein Erreger haben muss, um sich als Kandidat für eine Impfung zu eignen. Okay? Lehrbuchwissen. Das erste ist, der Erreger muss invariant sein, darf sich nicht mutieren. Ja. Wie beim Masern, mutiert ganz selten. Zweitens muss es ein Erreger sein, der nur bei Menschen vorkommt, der in der Tierwelt nicht Unterschlupf findet. Drittens muss der Impfstoff eine gute Immunität auslösen. So. Und viertens muss das Nebenwirkungsprofil akzeptabel sein. So. Und diese Kriterien, deshalb ist es zum Beispiel sehr schwierig gewesen, bei dem Influenza-Virus einen guten Impfstoff zu haben. Das Influenza-Virus kommt auch natürlich bei Tieren, Schweinegrippe, Vogelgrippe und so weiter, ist mutiert sehr stark. Jedes Jahr braucht man neuen Impfstoff. Ja. Und deshalb hat man eine Effektivität in der Summe bei der Grippeimpfung um die 30%. Das sind Daten vom Robert-Koch-Institut. Ja. In einigen Jahren ein bisschen besser, in anderen Jahren schlechter. In einigen Jahren ist es sogar so, dass die Geimpften in einigen Altersgruppen dann wiederum ein erhöhtes Risiko sich anzustecken als die Nicht-Geimpften. Peter Doshi, das ist ein Forscher, der jetzt in Amerika ist, der sagt, es ist auch unsicher, ob die Grippeimpfung wirklich gegen Grippe-Todesfälle schützt oder nur gegen mildere Verläufe. Das wissen wir alles nicht. Das heißt, man sieht daran,
wie schwer es ist, in einem solchen Fall einen effektiven Impfschutz. Da muss ich kurz reingrätschen, Paul, weil das Narrativ momentan ist ja, also wir hatten am Anfang, die erste Sache war ja, wenn der Impfstoff kommt, dann kriegt ihr eure Freiheiten zurück, dann ist alles besiegt. Dann hat man gemerkt, der Impfstoff kam und siehe da, man hat trotzdem noch Corona bekommen können. Dann war das Narrativ, ja gut, aber dann schützt ihr wenigstens die vulnerablen Gruppen, ihr seid solidarisch und so weiter. War auch nicht der Fall, man konnte es nicht nur bekommen, man hat es auch weitergegeben. Jetzt ist das Narrativ aktuell, man muss die Corona-Impfung durchmachen. Warum? Weil dann hat man einen milden Verlauf. Also der schwere Verlauf wird, ich weiß nicht, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber am Anfang der Krankheit hieß es doch so vor 1,5 Jahren ungefähr, ja, die meisten Verläufe sind sowieso symptomlos oder milde Verläufe, also wie eine mittelschwere Grippe oder so. Also das ist richtig. Das heißt, eigentlich ist es praktisch eine Art Marketing, um die Corona-Impfung wieder den Leuten sozusagen zuzuschieben. Nach dem Motto, schützt wenigstens euch, dann habt ihr keinen schweren Verlauf. Aber die meisten unter 50 hätten doch sowieso keinen schweren Verlauf. Also verstehe ich da was falsch? Das ist richtig. Also die meisten jüngeren Menschen unter 50, sofern sie keine Vorerkrankungen haben in der Regel einen milden Verlauf. Mhm. Wir hatten das vorhin besprochen. Und das heißt, aber was wir jetzt, also wir hatten ja besprochen, die Wirkung, die Schutzwirkung des Impfstoffes nimmt zeitabhängig stark ab und ist nach 6 bis 7 Monaten fast weg. Fast, kann man sagen. So. Ja. Zweitens ist es so, dass dann sagt man hindert, man ist dann weniger stark ansteckend. Und dann kam heraus, nein, der Geimpfte, wenn er sich ist, genauso ansteckend. Und dann hat man gesagt, aber für kürzere Zeit. Aber 2G ist dann völliger Humbug eigentlich. Dann will ich doch lieber mit Getesteten irgendwie im Raum sitzen, als mit Geimpften. Die Ungeimpften haben sich getestet, die haben das Virus nicht. Genau. Ja. Aber die Geimpften können es haben. Können es haben und wissen es nicht. Und können es auch weitergeben. Können es weitergeben. Und diese Studie, dass man dann weniger lang ansteckend ist, das stimmt, aber es stimmt dann wiederum auch nicht. Es ist wie Spätwirkung und Langzeitwirkung. Mhm. Das ist so, dass die Viruslast, also die Menge an Virus nach einer Infektion, die hat einen sogenannten, man nennt das biphasische Verlauf, also 2 Phasen. Ja. Erstmal gibt es so eine Art Plateauphase. Ja. Das Viruslast bleibt so hoch und dann ist man ansteckend. Und dann geht er runter. Ja. So. Und dann ist eine Schwelle, wenn er unter diese Schwelle fällt, ist man wahrscheinlich nicht mehr ansteckend, ist nicht mehr genug da. Ja. So. Und diese Auswaschphase ist bei Geimpften kürzer als bei Ungeimpften. Ja. Aber die Plateauphase ist gleich lang. Das ist eine Studie aus Singapur, die hat das gezeigt. Das heißt, es stimmt zwar, dass die Viren bei den Ungeimpften länger in der Nase verbleiben als bei den Geimpften. Das stimmt. Aber das ist eigentlich nicht die Frage. Die Frage ist, wie lange ist er ansteckend? Und da ist der Unterschied wesentlich geringer. Also du hast mir jetzt in vielen Punkten wirklich viel Mehrwert gegeben, neue Erkenntnisse. Und ich würde nochmal auf die Frage von vorhin zurückkommen. Ja. Die erste Frage, die ich hatte, nämlich warum? Was ist hier der Hintergrund? Warum werden Regeln gebrochen? Warum werden jahrzehntelange praktizierte Maßnahmen auf einmal irgendwie auf die Seite gelegt? Warum werden hier drastische, drakonische Maßnahmen unternommen? Wie sitzt hier die ganze Welt an einem Strang? Was ist da das Ziel? Ist es doch eine Verschwörungstheorie? Haben die ganzen Leute recht, die da irgendwie sagen, da ist was Größeres dahinter? Also ich mache das jetzt nicht 100% zu erklären, aber es ist, ich glaube, man kann so einige Elemente ausmachen. Du bist ja auch skeptisch, oder? Das macht dich doch auch irgendwie ein bisschen skeptisch, was da gerade passiert. Also ich nehme einfach zur Kenntnis, und das haben wir versucht in unseren 10 Thesen zu schreiben, dass wir an ganz vielen Bereichen von den Grundsätzen der Medizin, vom Hippokratischen Eid, erheblich abweichen. Ja. Dass vieles, wie wir es geht mir in erster Linie in dieser Sache um den ärztlichen Beruf und um das ärztliche Selbstverständnis. Und ein Arzt ist was anderes als ein Mediziner übrigens. Also, und nur weil man Medizin studiert hat und dann ein Forschungsinstitut hat an einer Universität, nicht sehr weit von hier entfernt, ist man noch lange kein Arzt, obwohl man Mediziner ist, sage ich mal. Karl Lauterbach.
das will ich jetzt nicht sagen. Aber ich sag's. Also ein Arzt, zum Arzt gehört ein bestimmtes Selbstverständnis, eine bestimmte Haltung. Das ist wichtig. Und das gerät insgesamt ein bisschen in Vergessenheit. Und hier auch aber ganz extrem in Vergessenheit. Also der Arzt ist kein Medizintechniker und der Patient ist keine Maschine. Eine medizinische Handlung ist nicht wie der Austausch eines Vergasers in einem Auto. Mhm. Auch wenn natürlich, man braucht jemand, der wirklich weiß, wie ein Vergaser funktioniert, aber es ist nicht dasselbe. Mhm. Und das, was wir weichen von, zum Beispiel eine der Prinzipien ist dieses nicht schuldbasierte Sicht. Ja. Ein anderes Prinzip, was verletzt ist das Prinzip, zunächst keinen Schaden anrichten. Vorsorgeprinzip. Also sagen wir mal so, ich hätte jetzt, wir haben nicht nur eine Schwangerschaftstestfirma, sondern wir haben eine Firma für Krebsmittel. So. Und wir sind super und entwickeln ein Krebsmittel gegen Brustkrebs. Ja. So. Und das ist super. In den Tierversuchen ist es super. Und in den Zellversuchen und wir sind so. Und wir denken, das könnte echt ein Durchbruch sein. Ja. Kann ich das jetzt, dann die Patienten mit Brustkrebs, die hören davon und die Frauen rufen uns an und wollen das haben. Können wir es ihnen geben? Nein, können wir es ihnen nicht geben. Wir können es ihnen höchstens geben in einem kleinen, sehr streng überwachten Studie, wo wir eine volle Einwilligung haben mit allen Risiken und allen Unwägbarkeiten, soweit wir das können, und dann beobachten wir es sehr genau. Und dann, wenn wir das gemacht haben und erst dann, wenn wir sicher sind, dass dieses Medikament wirklich so funktioniert und wirklich von Nebenwirkungsprofil akzeptabel ist, dann können wir damit tatsächlich gehen. Natürlich ist es so, wenn diese Studie, die wird von mir aus 3 Jahre brauchen, ja. Einige Frauen, und sagen wir mal, die Studie ist ein Erfolg. Und das ist das Supermittel, ja. Einige Frauen in den 3 Jahren sind an Brustkrebs gestorben, die wir hätten retten können, wenn wir ihnen das Medikament gegeben hätten. War es falsch, ihnen das Medikament nicht zu geben? Nein, war nicht falsch, weil das wussten wir nicht. Ja. So, und das ist dieses Vorsorgeprinzip, zunächst keinen Schaden anrichten. Wenn ich nicht sicher bin. Aber das ist doch jetzt bei dem Corona-Impfstoff nicht passiert. So. Wir haben eine Notfallzulassung. Die zweite Sache ist, und das ist genau richtig, das ist eine Notfallzulassung. In Amerika heißt es Emergency Use Authorization. Kannst du es kurz unserem Zuschauer erklären, was das bedeutet, was der Unterschied ist zwischen einem normalen Impfstoff, der diese Studien durchgemacht hat, der empirisch sozusagen bewiesen hat, der ist unschädlich, und dieser Notfallzulassung, die jetzt der Corona-Impfstoff hat? Aber die zweite Sache, die ich sagen wollte, und dann komme ich dazu. Ja, gerne, sorry. Die zweite Sache, die ich sagen wollte, ist, im Gegensatz zu unseren Krebspatienten, die sonst vielleicht sterben wird und weil es einen sehr hohen Leidensdruck gibt, impfe ich Gesunde. Mhm. Das heißt, im Gegensatz zu Medikamenten, erst recht zum Beispiel zu Krebsmedikamenten, ist die Burden of Proof, also der Nachweisgrenze, dass der Impfstoff unschädlich ist oder zumindest in einem richtigen Verhältnis steht, viel, viel höher, weil ich gesunde Leute impfe, die nichts haben. Ja. Und wenn man dann sagt, ich will einen Impfstoff haben, nicht nur für bestimmte Zielgruppen, da könnte man sich vielleicht damit anfreunden, Risikogruppen, sondern für die gesamte Bevölkerung, dann habe ich einen sehr, sehr hohen Messlatte. So. Und das heißt, wir hätten eigentlich für diese Impfstoffe in dieser Situation sehr strenge Kriterien haben müssen. Vor allem, weil der mRNA-Impfstoff ist ja auch komplett neu, so viel ich weiß. Komplett, ne? Es ist, also die Technologie, das ist auch eine Sache, man sagt, die Technologie ist nicht so neu, die ist 20 Jahre alt. Das stimmt, die ist 20 Jahre alt. Man hat versucht, die einzusetzen, zum Beispiel, es gibt eine Stoffwechselerkrankung, Fettstoffwechselerkrankung, die heißt Morbus Fabry. Ja. So. Und man bekommt Morbus Fabry, weil man einen Gendefekt hat für ein Enzym im Fettstoffwechsel. Mhm. So. Und wenn dieses Enzym fehlt oder defekt ist, kann man diese Fette
nicht abbauen und die lagern sich an. So. Und im Nervensystem zum Beispiel und so, schwere Erkrankungen in der Niere. Und da hat man gedacht, okay, wenn ich jetzt mRNA habe für dieses Enzym, dann impfe ich diese Person und ich verändere die mRNA, dass die länger lebt. Ja. Weil normalerweise ist die mRNA nach Sekunden weg. Aber ich verändere sie, dass sie länger lebt. Und dann kann der Patient dieses Enzym machen, ich kann sein Fabry heilen. Das hat nicht funktioniert, weil es nicht gelungen ist, mRNA-Impfstoffe mit ausreichender Stabilität zu entwickeln. Das heißt, es kommt im Prinzip, das hat nicht funktioniert. Und dann hat man, ich glaube, in der Tiermedizin hat man, glaube ich, im Lachs und in Schweinen solche Impfstoffe gehabt, aber nie bei Menschen. Und jedes Mal, man hat das versucht bei Menschen, aber es ist nicht gelungen. Und also ich hab gehört, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege und so, aber ich habe gehört oder ich habe mit einem gesprochen, der hat mir erzählt, auch aus der medizinischen Richtung, dass 20, 30 Jahre schon mit mRNA experimentiert wird, aber es kam noch nie zum Durchbruch. Also es war noch nie erfolgreich. Sowohl, was du gesagt hast, dass man es langfristig sozusagen dieses mRNA aufrechterhalten konnte, weil es sich immer aufgelöst hat. Aber auch in Tierversuchen gab es immer Probleme. Ja, also es gab tatsächlich jetzt bei den Coronaviren, es gab ja Versuche und allerdings nicht nur mRNA, sondern auch mit konventionellen Impfstoffen, gab es Versuche, Impfstoffe zu entwickeln gegen Coronaviren, weil es gibt auch Coronaviren, die relevante Erkrankungen machen, zum Beispiel im Begleittier, man nennt das Begleittier, Katzen zum Beispiel, ja. Und man hat auch dann gegen Frettchen, also in Frettchen, ich glaube in Mäuse, in diesen 3 Spezies hat man Impfstoffe entwickelt gegen andere Coronaviren. Und die haben diese Impfstoffe sind nicht weitergekommen, weil die haben in den ersten Phasen zu einer sehr hohen Sterblichkeit in den geimpften Tieren geführt. Also O-Tod war von dem Herrn, die Tiere sind alle verreckt. Ja gut. Also ich würde es wissenschaftlicher sagen. Ja, aber das war so die Aussage. Ja. Also hohe Mortalität. Genau. Und dann hat man versucht in dem SARS-Ausbruch, also es gab ja SARS und MERS, die auch durch Coronaviren verursacht wurden. Und da hat man versucht, Impfstoffe zu entwickeln. Die haben aber bei den Geimpften dann zum Beispiel zu Lungenproblemen, zu Autoimmunreaktionen in der Lunge geführt. Starke Nebenwirkungen und sind dann auch nicht weiterentwickelt worden. Also das heißt, wir haben jetzt erstens die erste Unwägbarkeit, dass es bisher schwierig war, gute Impfstoffe gegen Coronaviren zu entwickeln. Und dann haben wir die zweite Unwägbarkeit mit diesen mRNA-Impfstoffen. Und die anderen Impfstoffe, die Vektorenimpfstoffe, ich hab selber ganz Anfang das nicht verstanden. Ich habe erst selber gedacht, das sind Affenadenoviren. Adenoviren machen so Erkältungsviren. Und ich habe gedacht, man hat die Affenadenoviren so modifiziert, dass die Affenadenoviren auf ihrer Oberfläche Spike-Protein tragen. Ja. Ist aber nicht so, sondern man hat die DNA für das Spike-Protein in die Viren gepackt und die sind sozusagen Vektor, also kleine Schiffchen und über diese Adenoviren wird diese Erbsubstanz in unsere Zellen gebracht. Also im Prinzip ein so großer Unterschied im Wirkmechanismus auf der molekularbiologischen Ebene zwischen die beiden Impfstofftypen gibt es nicht. Und das sind tatsächlich gentherapeutische Substanzen, das muss man sagen. Das ist doch eine Gentherapie. Es ist letztlich eine Art Gentherapie, weil normalerweise mit einem Impfstoff nimmt man das Virus selber, was man zum Beispiel abgeschwächt hat oder getötet hat. Also ein Virus ist sowieso nicht lebend, aber man hat es inaktiviert, zum Beispiel mit Formalin. Also man nimmt das Virus selber oder ein Teil des Virus selber, aber nicht
die Erbsubstanz für das Virus. Und das macht man jetzt mit dem Das macht man jetzt mit dem ja. Und deswegen auch die Notfallzulassung, weil erstens keine Zeit war, um das wirklich zu testen, Backtest also zu machen. Normalerweise ist es so, wie wird ein Impfstoff entwickelt. Eine Impfstoffentwicklung ist sehr langwierig und hat eine sehr hohe Hürde, weil wir gesunde Leute impfen. Okay? Aus dem Grund hat auch Roche sich dagegen entschieden, mitzumachen bei dem Wettrennen um die Impfstoffe zu Corona. Genau, die sind die einzigen, die jetzt keinen haben. Und die sind ja wirklich groß. Ja, wusste ich nicht. Das sind Insiders, ja. Ja, wusste ich nicht. Ja. Aber es ist so, man hat einen Impfstoffkandidat und zunächst mal macht man erstmal Tierversuche. Ja. Also man macht erstmal Zellversuche und so weiter. Und dann macht man Tierversuche. Und dann, wenn die Tiere nicht versterben wie in den jetzt anderen mit den Coronaviren, wenn die Tiere das dann halbwegs überleben, dann sagt man okay und dann geht man dann in die klinische Studien. Und es gibt 3 Phasen. Phase 1 ist erstmal eine sogenannte Dosisfindungsstudie. Man will erstmal finden, wie viel muss ich geben von dem Impfstoff und man hat dann meistens, man misst zum Beispiel Antikörperspiegel und so weiter und man beobachtet dann erstmal erste Toxizitätserfahrungen. Also natürlich schlimmste Toxizität ist, sterben die Studienteilnehmer oder überleben die, werden die krank, werden die nicht krank, so. Und das wird in einer kleinen Gruppe gemacht, meistens so ungefähr 100. Okay? Ja. Und dann dann weiß ich, habe ich den Tierversuch hinter mir, hat er überlebt. So, dann habe ich die ersten 100 Probanden getestet und dann weiß ich in etwa, was die Dosis ist. Ja. Und dann, wenn ich das weiß, gehe ich dann in eine Phase 2-Studie, ungefähr 1000 Teilnehmer. Und da will ich wissen, wie in etwa wie wirkt es? Ja. Wirkt es? Und dann dann messe ich dann Surrogatparameter, nennt man das, also Antikörperspiegel, zelluläre Immunität. Und auch natürlich beobachte ich in dieser Gruppe Nebenwirkungen, schwere Nebenwirkungen und so weiter, so Reaktionen. Und diese Phasen dauern meistens, also die Tierversuche, einige Monate, Phase 1, Phase 2 vielleicht insgesamt ein Jahr, 18 Monate. Und dann kommt die größte und teuerste Phase, die Phase 3-Studie. Und die Phase 3-Studie wird in mehreren 10.000 Teilnehmern dauert ewig, ja. Und dauert also meistens zwischen 5 und 8 Jahre. Dann hat man gesagt, ja, mit Corona, nicht alle Teilnehmer sind alle 4 oder 5 oder 6 oder 8 Jahre dabei. Das kommen welche und gehen welche, das stimmt. Aber man hat natürlich diese lange Beobachtungszeit. Und wenn dann, diese Studie, diese Phase 3, hat die Aufgabe herauszufinden, wie wirksam mein Impfstoff ist. Das heißt, ich habe 2 Gruppen. Die eine Gruppe hat sogenannte Placebo gekriegt, die andere Gruppe hat Impfstoff gekriegt und ich entlasse sie in die freie Wildbahn, so in einer Umgebung, wo sie sich anstecken könnten mit dem Erreger. Und dann gucke ich nach einer bestimmten Zeit, wie viel haben sich angesteckt und wie viel nicht. So. Und dann, das wird auch geblindet gemacht. Das heißt, weder der impfende Arzt oder die impfende Person noch der Impfling weiß, habe ich Placebo bekommen oder habe ich Impfstoff. Und dann am Ende wird dann zähle ich die Fälle und ganz zum Schluss wird entblindet. Und dann sehe ich, okay, in der geimpften Gruppe hatte ich von 20.000 Teilnehmern sind 50 krank geworden oder 100 oder 200 und in der ungeimpften 200 sind krank geworden und in der geimpften Gruppe nur 10. Und dann habe ich 10 zu 200, das wäre dann 5 zu 100, also eine Effektivität von 95%. So wird das gemacht. Hier hat man aber allerdings das anders gemacht. Man hat nicht einen Zeitrahmen festgelegt, sondern man hat die Inzidenzen gezählt. Und in der Pfizer-Studie zum Beispiel, was am besten dokumentiert ist. Und in der Pfizer-Studie hat man dann gezählt und wenn man, glaube ich, bei 180 oder ungefähr 170, 180 Inzidenzen war, hat man gesagt, das reicht, stopp, entblinden. Und dann hat man gesehen, in der geimpften Gruppe hat man, glaube ich, 162 Inzidenzen gehabt.
Also was ist eine Inzidenz? Eine Inzidenz ist positive PCR-Test plus ein Symptom, zum Beispiel Husten. Ja. Das war so. Und in der anderen, in der geimpften Gruppe hatte man dann, glaube ich, 8 Inzidenzen oder so in der Größenordnung. Und dann hat man gesagt, okay, Wirksamkeit 95%. So. Und dann allerdings hat man das dann entblindet. Und dann was man hätte machen können, das wäre vielleicht auch akzeptabel, wenn man die Blindung aufrechterhalten hätte und einfach weiter beobachtet hätte, diese Kohorte einfach weiter. Aber diese Studie wurde doch jetzt auch durch diesen Whistleblower eigentlich nochmal... Ja, aber das kommt noch dazu. Aber eigentlich hätte man gesagt, okay, wegen der Notsituation, ich mache das erstmal nach 3 Monaten und dann aber die Kohorte, die beiden, also man hat 40.000 in etwa, ich glaube, es waren 22. Und diese 22.000, diese 44.000 Menschen, denen erzähle ich nicht, ob die geimpft waren. Das lasse ich einfach laufen, dann schaue ich dann nach einem halben Jahr, nach einem Jahr. Es würde weiterhin laufen und dann würden wir immer mehr Daten bekommen über die Langzeit. Das hat man nicht gemacht. Das hat man nicht gemacht, sondern man hat sofort entblindet und dann hat man die Ungeimpften alle geimpft. Und warum? Was war tatsächlich? Das ist ja keine Kontrollgruppe mehr. Ja, warum haben sie es gemacht? Das weiß ich nicht, aber jetzt... Also ein weiterer Regelbruch wieder. Genau. Unkonventionelle Art. Genau, weil selbst wenn man gesagt hätte, die Not ist so groß, wir können nicht die 5 Jahre auf den Impfstoff warten. Wir müssen das jetzt machen. So. Und dann hat man gesagt, man hat das teleskopiert. Man hat zum Beispiel Phase 2 angefangen, bevor Phase 1 abgeschlossen war. Okay. Aber die Phasen sind seriell aus einem guten Grund. Und es gab keine Tierversuche. Diese Tierversuchsphase hat man meines Wissens übersprungen. Okay. Also jetzt sind wir wieder an dem Punkt. Also warum macht die ganze Welt damit? Warum sind die Politiker so geil aufs Impfen? Ja. Warum wurden hier Regeln und Maßstäbe, die jahrzehntelang praktiziert wurden, über Bord geworfen, um schnell, also ging es da bei der Pharmaindustrie ging es da um Gewinne, um Profite, um diese Chance, dieses Zeitfenster zu nutzen. Warum hat die EU jetzt schon 1,8 Milliarden Dosen bestellt? Weil sie wusste, dass der Stoff nicht wirksam ist. Warum Geheimverträge? Warum hat man sich auf der Haftung rausnehmen lassen? Wieso bezahlen wir den ganzen Scheiß? Also warum Lockdown? Also warum? Was ist das? Ich kann das letztlich nicht 100%. Was ist deine persönliche Meinung? Ja, also meine Meinung ist, dass es also ich will das mal Folgendes sagen. Man kann das erklären zu 80% und dann gibt es eine Lücke. Ja. Also zum Beispiel, ich interessiere mich sehr für die Physik. Und bei Einstein war das so, mit der Relativitätstheorie von Einstein. Also wenn man die Literatur seiner Zeit nachliest und wer hat was gemacht und was war bekannt und so weiter und man geht rein, da kann man von dem, was Einstein sich ausgedacht hat, 80% herleiten. Ja. Aber da gibt es diese Lücke, 20%. Ja. Wie er darauf, da ist was sprachlos. Wie wusste er, wie kam er drauf? Diese Genielücke, sag ich mal. Ja. So, und die ist unerklärlich. So, und hier will ich das nur analog sagen. Ja, klar. Wir haben erstmal handfeste wirtschaftliche Interessen. Wir haben natürlich ein Zug jetzt in der Bevölkerung in Gang gesetzt. Wir haben das dann medial eintönig begleitet. Wir haben alle sind an Bord. Die ganzen also Paul-Ehrlich-Institut ist mit an Bord. Robert man sich Koch. Verrannt. Du meinst, man hat sich verrannt und kann nicht mehr aus der Chose raus. So, man hat sich da verrannt. Die Bevölkerung ist sehr verunsichert. Man hat jetzt die Bevölkerung in Angst und Schrecken versetzt. Man hat gezielt die Bevölkerung gespalten. Man hat gezielt die eine Gruppe gegen die andere aufgebracht. Und es ist jetzt sehr schwierig, rückwärts aus der Nummer herauszukommen. Aber da sind wir bei 80%. Ja, was sind die anderen 20%? Die 20%, das weiß ich nicht. Hast du eine Vermutung? Hast du irgendwie eine These? Naja, also das sagen wir auch in unseren 10 Thesen. Wir müssen zurückkommen zum Maß und Mitte, weil diese Absolutsetzung zum Beispiel von Gesundheit
oder von anderen Sachen. Wir haben ja historische Beispiele, wo wir andere Merkmale absolut setzen, zum Beispiel Klassenzugehörigkeit oder ethnische Zugehörigkeit. Wenn wir eine Sache absolut setzen und dann andere diskriminieren anhand dieser Diskriminierungslinie, wird das sehr kompliziert. Und ich meine, wir hatten ja die Situation, zum Beispiel nehmen wir Ruanda, wo wir 2 Volksgruppen hatten. Eine natürlich dann aufgewiegelt und es gab da auch so und das haben wir schon gehabt. Und Jetzt sind wir in diese Situation, die sehr aufgeheizt ist, wo die Bevölkerung sehr gespalten ist, wo wir merken, dass die Wirksamkeit der Impfung wirklich nachlässt, sowohl was die Inzidenzen angeht und immer mehr, was die schweren Verläufe angeht. Es ist zum Beispiel so, dass gerade die Gruppe, die wir schützen wollen, die über 60-Jährigen, da ist der Unterschied zwischen Geimpften und Ungeimpften auf der Intensivstation wird immer kleiner, ist nicht mehr so groß, wird immer kleiner. Das heißt, irgendwann mal ist absehbar, dass sozusagen das Verhältnis der Ungeimpften oder der Geimpften wird wie in der Bevölkerung sein. Also das heißt, so und das heißt, wir merken das. Und dann hat man natürlich, man sucht dann nach ein Stück weit, muss man schon sagen, nach Sündenböcken. Ja. So, man hat das sehr, sehr geschickt verkauft. Also die nationale, also Epidemie-Notlage, nationaler Tragweite. Also es ist die nationale Aufgabe. Ja. Also interessanterweise, wo Nation sonst ein Begriff ist, der jetzt nicht so gerne benutzt wird, aber hier auf jeden Fall. Und man arbeitet natürlich an der nationalen Aufgabe. Und wenn ich sehr interessant finde, zu beobachten an dieser Sache, es gibt einen Psychologe aus Gent, Matthias Desmet. Und er hat sich mit der Psychologie dieser Pandemie oder diese Situation auseinandergesetzt. Und er hat vor allen Dingen gesagt, der Zustand des modernen Menschen. Wie ist der Zustand des modernen Menschen? Und er sagt, der moderne Mensch ist charakterisiert durch 4 Merkmale. Ja. Okay, das erste Merkmal ist eine soziale Isolierung. Also eine beinahe Atomisierung. Also wenn man guckt, zum Beispiel in Berlin sind 60% der Haushalte Single-Haushalte zum Beispiel, nur als Beispiel. Also die Isolierung. Die zweite Sache ist, dass viele Menschen eine Sinnkrise. Also die Sinnkrise ist, wofür fühle ich auch mein Leben? Warum ist das so eine Sinnkrise? Die dritte ist diffuse Ängste. Also man hat Angst um die Zukunft, man weiß nicht, wie es weitergeht. Zum Beispiel die Generation Z ist die erste Generation, die weniger reich wird als ihre Eltern. Also und die vierte Sache ist diffuse Aggression. So. Und man merkt, es stimmt was nicht. Wir sind sozusagen nicht im Lot. Wir sind isoliert. Es hat keinen Sinn. Und jetzt kommt die nationale Aufgabe. Und jetzt sind wir alle zusammen. Jetzt machen wir mit. Und jetzt hat es alles einen Sinn und eine Richtung. Und viele wollen nicht zurückgehen zum Old Normal, zur alten Normalität. Weil jetzt hat es erstmal eine Richtung. Und dieses Konglomerat aus verschiedenen Sachen führt natürlich zu einer Verstetigung einer solchen Struktur. Aber dennoch, das sage ich, gibt es diese Deutungslücke, 20%, die ich nicht füllen kann. Und aber eins weiß ich mit Sicherheit, wir müssen jetzt anfangen zu einem ausgewogenen, das haben wir versucht gerade in diesen 10 Thesen herauszuarbeiten, zu einer ausgewogenen Sicht auf diese Dinge zu kommen. Wir haben ja sehr viele Erfahrungen. Ich sage auch nicht, dass dass es nicht eine schwere Erkrankung sein kann und so, das ist alles nicht. Ich sage nicht mal, dass es vielleicht nicht Gruppen gibt, wo man vielleicht über eine Impfung nachdenken könnte, das will ich ja gar nicht sagen. Aber diese komplette
sozusagen Eintönigkeit und so, das ist nicht richtig. Ja. Ja, zum Abschluss habe ich noch ein paar Fragen an dich. Und zwar zum einen natürlich, habt ihr die Wissenschaftler, die diese 10 Thesen geschrieben haben, die gesagt haben, der PCR-Test ist einfach nicht als Grundlage verwendbar, hat ja die WHO übrigens auch gesagt, ne, darf man nicht vergessen. Habt ihr Repressalien erleiden müssen? Also die 10 Thesen sind relativ neu. Ich würde sagen, noch nicht, aber es ist durchaus so. Oder wegen der Studie mit der Universität Duisburg und Essen? Nein, da haben wir nichts. Okay, sehr gut. Das muss ich echt sagen. Und da muss ich auch sagen, dass das in den Medien im Großen und Ganzen, also es war zunächst mal in den sozialen Medien, kam in den regulären Medien. Ich fand jetzt die Behandlung dieser Studie in den großen Medien nicht so schlecht. Ja. Allerdings haben einige von uns schon hier und da an anderer Stelle aufgrund jetzt Nicht-Mainstream-Meinungen schon Repression gehabt. Das ist schon so, ja. Gut, okay. Ja. Gut, dann die Frage, die natürlich jeden interessiert, kommt ein weiterer Lockdown deiner Ansicht nach? Ich meine, du machst jeden Tag 3.500 PCR-Tests, du bist Mediziner, du bist in dem Thema drin wie kein anderer. Ja. Wird es einen Lockdown geben? Also es ist so, dass wir, wenn wir die Daten sehen, die Positivrate geht jetzt steil in die Höhe. Ab Montag oder ab Samstag, glaube ich, soll es wieder kostenlose Tests geben. Okay. Das heißt, die Testzahl wird in die Höhe gehen. Das heißt, diese Welle wird erstmal steigen. Wir merken aber auf der anderen Seite, und das ist nicht jetzt im Moment nicht 100% absehbar, wie entwickelt es sich mit den schweren Fällen in den Krankenhäusern und so. Aber es ist natürlich die Politik ist jetzt in einer schwierigen Situation. Das jetzt, weil nach der inneren Logik nach ihrer inneren Logik ist ein Lockdown unausweichlich. Ob jetzt aber du hast ja vorhin auch gesagt, die Empirie zeigt dir, dass es keinen Unterschied macht, ob der Lockdown oder was auch. Also genau. Aber ich will das jetzt nicht vorgreifen, aber mich würde es nicht wundern, es wird vielleicht was anderes heißen. Ja, aber es kommt. Aber ich halte es für unwahrscheinlich, dass es nicht kommt. Also, ja. Paul, das war mindblowing. Also es waren so viele neue Fakten und Daten, die, denke ich mal, viele Zuschauer auch überraschen werden. Ich weiß, du machst keine Impfberatung, aber würdest du dann praktisch Menschen unter 50 sagen, nein, die sollen... nicht. Niemals, nein. Nein, soll jeder selbst entscheiden. Nein, und wenn du jetzt das hinter dir hast, niemals. Ja, also wer genesen ist, soll sich nicht impfen lassen. Never. Also no children, no pregnant women, nobody below 30, keiner, der gesund ist unter 50. Und der es schon hatte. Der schon hatte, sowieso nicht. Also Ronny, alles gut. Also der schon hatte, nein, das ist Harikiri. Ja. Das Zeug, nein. Okay. Und sei froh, dass du es hinter dir hast. Glaubst du, es kommt eine Impfpflicht? Ja. Wow. Ich glaube, das wird kommen. Ich glaube, das wird kommen für die Heilberufe auf jeden Fall. Ja. Also viele meiner Kollegen haben Angst. Klar. Es ist ja jetzt schon so, dass es faktisch in den Krankenhäusern Pflicht ist. Ich habe einige Studenten, die ich berate, die sich nicht impfen lassen. Das ist fast unmöglich zu studieren. Okay, in einzelnen Berufen, aber eine generelle Impfpflicht? Naja, also man hätte gesagt nein, aber ich meine... haben wir ja schon eigentlich, gell? Ja, also also die Heilberufe auf jeden Fall und dann auch noch die Lehrer, so, und dann auch noch die Polizisten und dann noch das Militär und dann noch alle Beamten und dann alle Staatsbediensteten und dann alle Kirchenangestellten und dann haben wir's, ja so und dann irgendwann mal hat man sozusagen der Mittelstand, die letzten Holdouts und dann wird man sie auch so und dann wird halt einfach gesagt, okay, du darfst nicht einkaufen gehen, du darfst nicht ins Restaurant, du darfst nicht ins Kino, du darfst nicht am sozialen Leben teilhaben und dann kommt... Aber ich bin aber auf der anderen Seite bin ich für den bundesweiten für die harte 2G-Regel. Die wäre? Ja, getestet und genesen, oder wie? Ja, und dass Ungeimpfte nirgendwas mehr machen dürfen. Weil dann würden sie sich nicht mehr testen lassen, weil es ja nichts bringt. Und dann würden die Inzidenzzahlen explodieren? Und es wären nur Geimpfte, weil Genesene werden kaum positiv. Genesene werden ganz, ganz selten positiv und wenn sie positiv sind, werden sie fast nie krank. Ja. So.
Also es gibt nie, was es nie gibt. Also aber 2G jetzt, aber Hardcore, wie es Lauterbach auch möchte. Nicht mal Aldi. Also alle Ungeimpften sollen sofort eingesperrt werden. Und in 4 Wochen wird der ganze Spuk vorbei. Nein, das weiß ich nicht, aber dann hätte man, dann würde man sehen, also es ist ja so, wir haben ja in meinem Labor, wir sind 350 Leute. Ja. Und ich bin der Chef. So. Und ich habe gesagt, die sollen sich, wenn sie mich gefragt haben, ich muss aufpassen, sonst kriege ich Ärger. Aber die haben sich alle impfen lassen. Alle. Dann kamen sie mit ihren Partnern und Kindern und alles an. Die habe ich gesagt, so, okay, gut, wenn ihr das wollt. So, und jetzt ist es so, wir haben so ein älterer, so kaufmännischer Leiter. Und da kommt rein, rotzt, hustet rum, hat einmal den Fahrdienst lahmgelegt. Die ganze Corona-Zeit nichts passiert, hat die alle angerotzt, konnte die Proben gar nicht mehr fahren. Und jetzt macht er es ein zweites Mal. Warum kommst du rein? Hustest rum. Ja, ich bin ja geimpft. Es kann ja nicht, es ist kein Corona. Ich sagte, A, das weißt du nicht, und B, es ist scheißegal, es gibt ja andere Sachen und du achtest überhaupt nicht drauf, steckst hier alle an, obwohl du todkrank bist. Ja, aber ich bin aber geimpft. Ja. Und das ist das Problem. Ja, genau. It's mindblowing. Ja, genau. Ja. Ich muss dir sagen, wir müssen das fortführen. Ich hoffe, du kommst wieder. Ja. Lass uns das auf jeden Fall, weil ich habe noch 1 Million Fragen ungefähr. Ja. Das Skript ist 5 Meter lang. Es hat Florian geschrieben mit dem Jonas zusammen. Ja. Und deswegen wäre es cool, wenn wir uns nochmal treffen würden. Ihr natürlich zu Hause, ich freue mich auf euer Feedback. Was sagt ihr zu den Aussagen von Paul Cullen? Einen Daumen nach oben, teilt das Video kräftig. Ich finde, es hat wirklich einen großen Mehrwert und explosive Neuigkeiten, finde ich, für alle, die da draußen mit dem Thema beschäftigen. Denkt immer daran, wir sollten Brücken bauen, aufeinander zugehen, vor allem bei diesem Thema, was die Menschheit so spaltet wie nichts anderes in der letzten Zeit, nämlich Corona. Und nach wie vor, ich bin dafür, dass die Menschen, die sich impfen lassen wollen, sollen sich impfen. Wer nicht, soll es auch nicht so machen. Genau. Und ich habe jetzt die Aussage von einem Experten gehört. Also teilt das Video, ich freue mich über euer Kommentar, bleibt gesund. Herzlichst euer Marc und danke, Paul, für diese tolle Zeit mit dir. Dank.